Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Der neue Fall, der verschwundene Zug. So, im letzten Video waren wir in Chesterfield angekommen. Und der Schaffner war scheinbar sehr betrunken. Seltsames Telegramm. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received from you last night. It concerned the train, but it was barely comprehensible. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Ich erinnere mich eindeutig an den Zug. Versicherungsschein, Streckenkarte, Alkoholiker Binge, Zugzusammenstellung. Zug war verspätet. Mist, das war falsch. Wählen Sie die richtige Antwort, ja. Station Master Bertram from Bridlington showed me a strange telegram that he received. What? He's a fastidious little twerp, that Bertram. I remember everything quite clearly. It was late, and I was tired, but I did my work. So what? There's no need to be so petty. Alkoholiker Binge. You were not tired, you were inebriated. Tell me the truth now, or I shall not hesitate to document your state in my report. My friend means that you will end up by being sacked from your position. All right. So I was drunk. I don't remember all of yesterday, to be truthful to you. Please don't go harsh on me. Aha, er erinnert sich nicht daran, was gestern war. Keine Spur vom Zug. Telegramm aus Chesterfield und Chesterfield Vorsteher unzuverlässig. Passierte Chesterfield. Der Zug hat den Bahnhof von Chesterfield passiert, auch wenn der Bericht des Bahnhofsvorstehers unleserlich ist und Fragen aufwirft. Kam nie in Chesterfield an. Der Zug kam nie in Chesterfield an. Der Bahnhofsvorsteher war betrunken und seine Aussage ist zweifelhaft. Er könnte den Bericht gesendet haben, ohne dass er den Zug sah. Dann müsste man jetzt gerade einmal gucken. Gibt es hier irgendwelche Auffälligkeiten? Okay, hier scheinbar nicht. Warteraum. Sind Taschen, die keinem gehören, okay. Was haben wir denn hier? Locked. Abgeschlossen. There is no sense in asking the station master to open it. We shall have to pick the lock. Ja, wir müssen ein Schloss knacken. Das könnte passen. Das könnte auch passen, oder? Oder auch nicht. So. Oh, hat gepasst. Super. Werkzeug. Das sieht benutzt aus. These tools were used quite recently. They are still muddy. We should ask about them.
railway post bags. Bags were recently dragged here. Aha. French wine, a remarkable vintage. These bottles are too expensive for a station master's wage. They were likely taken from the parcels. Shameful. Eine Schande. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Er fragt sich, was in meinem Kopf vorgeht. I'm... Na komm, wieder raus. Kann man hier noch rein? Was haben wir denn hier Schönes? A handcar wheelbase. Interesting. It appears that elements of the same construction were scattered everywhere. Watson, please tell me, do you believe in magic? Of course not, Holmes. Then you are of the opinion that a train cannot simply disappear. Well, we both know that that is obvious. Why are you asking such peculiar questions? A little patience, Watson. You will understand my point quite soon. So, are you quite certain that you saw the train at Evesham Station? Yes, of course. We saw it coming. The headlights. And heard the whistle. But that is it. We didn't see the train itself. But... Oh, Holmes, I'm a little confused. Bahnhof von Chesterfield untersuchen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Dieser Wagen hier könnte als Zug ausgegeben worden sein. Ich müsste nur die Geräusche irgendwie rekonstruiert haben. Teile einer Draisine. Eine demontierte Draisine, deren Teile über den ganzen Lagerraum verstreut sind, wurde am Bahnhof von Chesterfield gefunden. Keine Spur vom Zug. Die demontierte Draisine scheint mit unserem Rätsel zusammenzuhängen. Bauen wir die Draisine wieder zusammen, um zu sehen, ob man sie für einen Zug halten könnte. So, wie bauen wir die denn zusammen? Räder. Zack. I should use the appropriate object here. Bremse. I should use the appropriate object here. Ah, man kann es auch drehen hier. Okay. So. Die Bremse. Hier. Zack. Zack. Was haben wir denn noch hier Schönes? Kleine Kinder. Wo haben wir denn noch irgendwas? Dafür. Was ist das? Holzbretter. Ah, Holzbretter.
So, now here we have the fake train that we saw approaching Evesham station last night. Doesn't look much like a train to me. Be patient, Watson, I haven't finished yet. Try using your imagination. Our train requires only a headlight and a steam whistle. Genau. Was ist das? Eisenbahnersatzteile. Haben wir hier den Scheinwerfer mit Dynamo, ja. Dann nehmen wir ihn doch. Dampfpfeife. Schauen wir mal eine an. Haben wir noch irgendwas Schönes? Was ist das? Langer Stab. Feuerlöscher. Okay. The long pole is now attached. It will allow us to connect the headlight. Genau. The headlight is attached. The steam whistle is now connected. Holmes, what can we do to make the steam whistle work? It is elementary, my dear Watson. We shall need a fire extinguisher. The fire extinguisher. Now let us see what we have here. The steam whistle is ready to be... Die Dampfpfeife ist angesprüht. Watson, I do believe that we have created an exact replica of the train that vanished in front of us last night. The criminal mind can be most inventive. I am somewhat in awe. So such a thing is possible. If someone went to all the trouble of creating this fake train, then it was surely with the intention of stealing the real one. Ah, Watson, you should not jump to conclusions. In fact, this does not tell us very much at all, except that the train did not evaporate into thin air. Although you half suspected it. Huh. At any rate, we now need to find where the real train might be hidden. I suggest we use my archives to find a more detailed map of our surroundings. Well, I hope that justifies our having to load your massive archive suitcase onto the cab. It made us extremely unpopular with our driver. Riesige Archivkoffer. Neue Hinweise. Zuckertrappe. Teile einer Draisine. Der Zug verschwand früher. Der Zug kam nie in Evesham an. Er verschwand bereits vorher. In Evesham selbst hat jemand eine Zuckertrappe eingesetzt, die aus einer Draisine und Zugersatzteilen von Bahnhof in Chesterfield bestand. Tam, 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 tam. So, also müssen wir jetzt zu unserem Wagen, oder was? Nach alter Karte suchen wir. Now we have two maps. We must combine them properly. Wir haben zwei Karten. Und kombinieren, was das ist. Oh, das sieht doch danach aus. Hier. Here it is. There is a side branch to the railway. Its first switch is located between Bridlington and Chesterfield stations. There is one more station to be visited. It is located between Chesterfield and Evesham, and there should be a side railway to the nearby quarry. There is a small section of a railway at the end of Evesham station. So.
Na, dann machen wir uns mal auf den Weg. Eisenbahnweichen. Bahnhof. Ellerschan. Warte mal. Doncaster. Was habe ich denn hier jetzt zu suchen? Ja, Fragen. Beim Bahnhof von Chesterfield haben wir eine Reihe von kürzlich benutzten Werkzeugen gefunden. Allerdings gibt es keinerlei Anzeichen von Aktivität an dem Bahnhof. Sehr verdächtig. A funny character. He looks anxious. And he is not an Englishman. Sehr verdächtig. Und er war kein englischer Mann. Untersuchen. Zigarrenstummel. This scent is familiar to me, but in order to recognize it, I must combine my associations into one picture. Mexikaner hier, oder was? Jeder sieht nicht gut aus. Kann man hier noch mehr? Ja, man kann hier noch mehr benutzen. Okay. So, vielleicht, oder nicht? Zack. A Yeah. greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of peppermint. Ricardo. You already know the name of this man? Holmes, you amaze me. No, Watson, I refer to the cigar. It is a Ricardo Tarrant, a Mexican cigar of an excellent quality. Quite an expensive one, too. So. Verbrannte Stück. This Papier. ashtray is full of ash and cigar stubs. Was haben wir denn hier? Apparently, there was a conflict between the Mexicans and the Chileans. A greenish-brown cigar with a strong aroma, a hint of... These ashes and cigar stubs are similar to the one that we found on the floor.
Some of the stubs were recently smoked. There are others that appear fairly old. That means that the fellow spent several days here. Judging by his clothes, he's hardly a traveler or a tramp. Well concluded, my dear fellow. A man who smoked the Ricardo brand of Mexican cigar spent several long days at Doncaster Station. So, so. Unser Verdächtiger hat also hier mehrere Tage verbracht. Hat schon ein paar Zigarrenstummel verbraucht. This ashtray is full of ash and cigars. Was haben wir denn hier noch an diesem Bahnhof Schönes? Geht es nicht weiter? Pferderennmagazine. Newspaper articles on horse racing. Hurdle, steeplechase and flat racing. He is a true enthusiast, Holmes. Aha, richtiger Enthusiast. Wettscheine für Pferderennen. Schauen wir dann an. Betting slips for horse racing. The sums are quite impressive. It can be an expensive vice. This man had probably used all his savings. A telegraph. Ein Telegraph. So. Holmes, look. There's a flooded area over here. I believe that the flooded area might be worth checking. Railway post bags. This post bag belongs to the station master. Anwaltskanzlei Corwell. Main Road RB6 9HJ, Bromley, London. In Antwort auf Ihren letzten Mahnbrief möchte ich Ihnen versichern, dass ich selbst sehr bald alle ausstehenden Ratenzahlungen für meine Schulden begleichen werde. Hochachtungsvoll, Edward Duff. Aha. The station master appears to have found himself in some financial trouble. 7 Alpine Street, Basford, Nottinghamshire. Meine Liebe, ich bitte dich, mir diesmal zu vertrauen. Schon bald werde ich genug Geld haben, um die Hypothek auf das Haus abbezahlen zu können. Es ist nur noch eine Sache von wenigen Tagen. Du kannst natürlich weiter ohne mich in unserem Haus leben, wie du dir das wünschst. Glaube mir aber bitte, dass ich dich immer noch liebe. Ich kann nur hoffen, dass du mir eines Tages, trotz dem Unglück, das ich in den letzten Jahren über uns gebracht habe, verzeihen kannst. In Liebe, Edward. Watson, would you like some tea? No. Watson, kein Tee für Sie. Good day to you, sir. My name is Sherlock Holmes.
and this is Dr. John Watson. We are investigating the case of the vanished train. Is that so? Well, good day, gentlemen. I am Mr. Duff, the station master of this station. I'll be happy to help you in any way I can, but there's not much that I can tell you about last night. Es gibt nicht viel zu sagen, okay. Du hast doch was zu verheimlichen. Melancholisch. Melancholisch. Fehlender Knopf. Ringsspuren, aber kein Ring. Hat er verscherbelt wahrscheinlich, ne? Für Glücksspiel. Keine Amtsuhr. Überflutetes Gebiet. It appears that you may be at risk of some flooding along the line here. You mean that the whole bloody lake is at our feet? Quite so. But it is strange, because according to my map, there should be a quarry here, and behind that, the lake. How should I know? I only arrived here a few months ago. And where did you work before that? I was working in Nottingham, but I asked for a quieter place, so they transferred me here. Life is cheaper. I can't really complain. Fahrgäste. Did any passengers leave or board the train last night? No. I saw no one as usual. I reported the train's passage by telegraph. Just the same as all the other nights. Glücksspiel. I observe that you are a gambling man, Mr. Duff. You had hoped that your relocation to this small town might have helped ease your addiction, but it was not to be. I beg your pardon? Addiction to what? Versicherungsschein. Zugzusammenstellung. Detaillierte Streckenkarte. Wettscheine für Pferderennen. We found a number of horse racing tickets inside your office. Well, well, we all have our weaknesses. An expensive obsession, surely, for a station master. It is none of your business. I occasionally attend the races with my colleagues. And anyway, that's my private life. Mexikaner. There was a gentleman of Mexican origin, I believe, in the waiting room. Did you notice him? What? A Mexican? Here in the back of beyond? Are you quite sure about that? Goodbye, sir. It is obvious that we cannot inspect the quarry. Instead, we can check the beach area around the flooded lake. Der hat doch was zu verheimlichen. Telegramm aus Doncaster. Doncaster Vorseher erhielt Geld. Telegramm aus Doncaster. Der Bahnhofsvorseher von Doncaster hat per Telegramm von der Ankunft und der Abfahrt des verschwundenen Zuges berichtet. Doncaster Vorseher erhielt Geld. Der Bahnhofsvorseher von Doncaster hat vor kurzem Geld erhalten. Er hat seiner Ex-Frau und seinem Anwalt Geldzahlungen zugesichert und sich Wettscheine gekauft, obwohl er eigentlich knapp bei Kasse ist. Sehr verdächtig. Passagiere Doncaster. Der Zug hat den Bahnhof von Doncaster passiert. Der Bahnhofsvorseher hat darüber berichtet. Kam nie in Doncaster an. Der Zug kam nie in Doncaster an. Der Bahnhofsvorseher hat gelogen und einen falschen Bericht gesendet. Möglicherweise wurde er mit Geld, das er verzweifelt benötigt hat, bestochen. Wer weiß. Das gilt es nicht herauszufinden. Was haben wir hier? Darf man da rein? Nein. Schaue ich mir mal jetzt hier den See an. Aber hier ist nichts.
Strand, da hinten. Von der anderen Seite, okay. Here we are at the beach that is located near the quarry and Doncaster station. It doesn't look like a very good place to rest. Das sieht nicht nach einem angenehmen Urlaubsort aus. These traces were made by carriage. Look, Ja, the vehicle pressed this stone into the ground. It would have been quite heavy. muss ziemlich schwer gewesen sein. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Aber dieses Fahrzeug wird wohl kaum durch den See gezogen sein, oder? This place was abandoned fairly recently. Hier hat jemand ein Feuer gemacht. An abandoned gypsy caravan. Verlassener Wohnwagen. Hier hängen ja noch Klamotten. Observing the coastline and the moored boats, we are able to see that the lake's water level dropped. The lake has flooded the quarry. The dam was probably breached. Metall. Hier ist was. Metallplakette. Las Zapas. A label with the name Las Zarpas. Stranduntersuchungen abgeschlossen. Im Archiv eine Plakette mit der Aufschrift Las Zapas, die am Strand des Sees gefunden wurde. Stranduntersuchungen abgeschlossen. Okay, hier gibt es scheinbar nichts mehr. Was ist das denn hier? Seeausflug. An Werbeplakat. advertisement for lake cruises. Las Zapas. Startschuss für erste elektrische Eisenbahn. My search should be focused upon the name Las Zarpas. Linien wegen Mordes verurteilt. Dawson und Niedigen pleite. Einwanderung steigt. Der Emma Kiesmord. Erdbeben in Colchester. My Die Kannibalen Dudley und Stebbins. Triumph in Abukli. Wellington Einbruch. Hellenistische Schätze gestohlen. Hellenistisch? Der Mahdi-Aufstand. New England Art Club. Das Pimlico-Rätsel.
Fliegende Hummer. Fliegende Hummer. Irland Gesetzes Vorlagen 1886. Blutiger Sonntag, golden Thronjubiläum der Königin. Bergwerkunglück von Ötztern. Nein, leider nicht. Eine Studie in Scharlachrot. Jack the Ripper, ui. Brasilien schafft Sklaverei ab. Explosion in der Lanarchgrube. Forschungsberichte. Las Tapas, was soll das sein? Ursprung von Textilfaser, Chlor, Verdampfungstechnik, Digitalis, Gift, Schierlingssamen, Kunst und Architektur. Institut britischer Architektur. Britische Museen für Antike Kunst. Der Westminster-Palast. Alter Irland. Und weiter. Stadtökonomik. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs. Las Tapas. Bargettransporte. Die Bargen von Las Tapas sind die erste Wahl, wenn es um den Transport von schweren Gütern geht. Die Marke Las Tapas gehört dem mexikanischen Konsortium Caracal, das in den Bereichen Spedition, Elektrizitätsdienstleistung und Bergbau aktiv ist. Aha. Here it is. Sehr schön. Schwere Transportfahrzeug. Kennzel aus Mexiko. Die Mexikaner haben kürzlich Bargen auf dem See eingesetzt. Vermutlich um etwas sehr Schweres zu transportieren. So sieht's aus. So, und wo war das? Chesterfield. Mit den Schaufeln. Und den Betrunkenen. So, der Herr. Dreckiges Werkzeug. You have quite a number of dirty tools lying around here. Ah, yes. Well, thank you for reminding me. I should clean them. Although, it might be easier to put them outside. Seems it might start raining soon. I meant, what were they used for? Some workers come here and borrowed them from me. They wanted to lift the edge of the railway to one of the stations on the line, so that the water wouldn't come in too close. Arbeiter? Who were these workers? Well, they didn't seem to be from the company, but they was fine lads. They invited me to share a drink. And whatever it was, it had a kick to it. They wasn't English. No, I don't believe so. But see, they knew just what a man needed to brighten up his dull evening. So, so. Ein feines Gesöff haben sie dir angeboten. Ach, falsche Seite.
Eisenbahnweichen. Da muss man halt noch hin. Habe ich zum Schluss aufgespart. Das sieht doch aus, als könnte man hier einen Zug wegschaffen. The switch is rusted, but it still works. Die ist rostig, aber funktioniert noch. Mines. Minen. This is interesting. Das ist interessant, ja. Zack, den Zug It would be umgeleitet. quite possible for someone to redirect the train towards the mines. Und wie das möglich wäre. Ab zu den Minen, oder? Here are the mines, Holmes. They appear to be abandoned. Sie scheinen verlassen. Der Schein kann trügen. Okay, da geht es nicht weiter. Dann geht die Karte auf. This mine has completely collapsed, Holmes. It is curious, but to be truthful, I am not entirely surprised. It's difficult to follow you, Holmes. Leere Stelle. Fehlende Schienen. Someone removed these screws, most probably to take down the rails. A few feet of the rails have been dismantled. Ein Teil der Schienen wurde entfernt. Hier. Genau. Was haben wir denn da? Seltsames Päckchen. This is an unusual kind of paper, stiff and dry. It was used for a specific purpose. Let us look inside. Mal sehen, was sich da drin befindet. Ja. Sägemehl. Sawdust. I am almost certain it is a... Watson, could you assist, please? Do you have your pistol? Good. Fire at this package. Zielen, zielen, zielen. Dynamit? Dynamite. Dynamit ist das. Schienen zu den Minen fehlen. Die Mine wurde gesprengt. Die Mine wurde gesprengt. Die Mine ist eingestürzt. Zug versteckt. Die Mine ist eingestürzt und hat den Zug unter sich begraben. Dazu wurde Dynamit benutzt, nachdem der Zug in die Mine gefahren worden war. Die Mine wurde mit Dynamit gesprengt. Jemand wollte sie vollständig zum Einsturz bringen. Aber wer? Gibt es hier noch weitere Hinweise? Hier in der Hütte vielleicht? Hier scheint es nichts mehr zu geben, okay? Was gibt es hier? Metallkiste. This box must be the safe. Let's open it.
Uiuiui, das sieht nach einem komplizierten Schloss aus. Tada! Ein Brief. The Mexican company Caracao and the Chilean Barcazas both want to buy the mines. I need more information. Perhaps Mycroft could help. Neue Sicherheitshinweise an das gesamte WEA-Kohl. Sicherheitspersonal. Hiermit informieren wir Sie darüber, dass die Barcazas-Gruppe ab sofort freien Zugang zu allen Anlagen hat. In Zukunft werden die Minen dieser Firma gehören. Ebenfalls ab sofort darf kein Vertreter des Caracal-Konsortiums mehr die Anlage betreten. Der vorläufige Kaufvertrag wurde annulliert. Setzen Sie diese neuen Vorschriften um. Geben Sie aber die Informationen nicht weiter, da sie vertraulich sind. Watson, it seems that both South American companies were involved in the purchase of the mine. The man at Doncaster who flared our approach, he smokes Mexican cigars. Perhaps... Yes, Watson. We should certainly speak with him. Wir sollten unbedingt mit ihm sprechen. Wenn wir ihn denn finden. Ach, was ist das denn hier? Fahrzeugspuren. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting here. Nothing interesting. Warum habe ich ein Maßband? The distance between the tracks is about 4 feet 8 inches. Ach so. A lightly loaded vehicle came this way. There is a wooden beam lying on the rails. A small vehicle with wooden beams went down this way. So, wohin geht das jetzt? Warte mal.
Da war der Typ. Der weggelaufen ist. Aber wohin? Da ist er. Please, sir, we would ask you not to leave. We have some questions. Are you the police? No, we are employed by the railway company. We are collecting witness statements about the train that disappeared last night. Lo siento, I'm in a hurry. Really? It seemed that you were waiting here for someone. Could you tell us if you were at the station last night? No, I just arrived from South America. A formidable journey, no doubt. Which country are you from? De Chile. Falten im Gesicht. Teure Kleidung. Kräftige Körperbau. Kampfsport, okay. Teure Zigarre. Ich dachte, Sie wären Mexikaner. Chile? But you are Mexican. No, you are wrong. Why would you think I'm Mexican? Zugzusammenstellung, detaillierte Streckenversicherungsschein, mexikanische Zigarre. Because of your cigars. Sí, cigarrillos. So what? Those cigars are the Ricardo brand, from Mexico. It is quite impossible to find them anywhere but there. Pero not your business. Was machen Sie hier? I don't suppose that you are on vacation. What business brought you here? I was to meet my fellow compañeros, who were due to arrive yesterday. They were on that damn train. I will stay here and hope that the authorities find them, or their bodies. It's now my responsibility to repatriate them. Who authorized you to do that? The company I work for. Could you tell me the name of the company? It's not your concern. And what is your name? Enough questions. Buenas tardes. Buenas Not a tardes. very friendly man, and he is lying. He said that he just arrived, but we know that he has been here for several days. Ja, sehr verdächtig. What should we do next, Holmes? Das ist eine sehr gute Frage. Was tun wir als nächstes? Die Schnipsel zusammensetzen, hätte ich jetzt gesagt. Lösen Sie das Rätsel um den verschwundenen Zug. Untersuchen Sie das Nebengleis zwischen den Bahnhöfen von Chesterfield und Evesham, das zum Steinbruch führt. Untersuchen Sie das Nebengleis beim Evesham. Verwenden Sie einen Telegraphen, um mehr über die Firma Dabei herauszufinden. Einige Zeit später. I asked Mycroft to find out some information on the WEA Coal Company. Here is his reply, and it is an interesting one. Es gibt zwei Firmen, Barcasas aus Chile und Caracal aus Mexiko. Beide Unternehmen wollen die Minen der Firma Way Coal kaufen. Das mexikanische Caracal-Konsortium hatte bereits eine vorläufige Vereinbarung erreicht und die Verträge vorbereitet. Allerdings gelang es der chilenischen Barcasas-Gruppe, mithilfe ihrer einflussreichen Verbindungen, sich dem Zuschlag für den Kauf der Mine zu sichern. Das ist ja sehr merkwürdig. Untersuchen Sie das Nebengleis bei Evesham. So, verdächtiger Mexikaner in Doncaster.
Way Goal und die Chilenen. Wütende Mexikaner. Die mexikanische Firma Caracal ist nicht gut auf die chilenische Firma Barcasas zu sprechen. Die Chilenen haben den Zuschlag für die Way-Coal-Minen erhalten, obwohl bereits eine Vereinbarung mit den Mexikanern bestand. Ja. Was haben wir hier? Eine Verbindung. Mexikanische Falle. Die Mexikaner haben dafür gesorgt, dass die Chilenen an Bord des Zuges geblieben sind. Aus diesem Grund wurden alle Fahrgäste bis auf die Chilenen aufgefordert, den Zug zu verlassen. Aha, ein vorsätzlicher Mord. So, das heißt, ich müsste jetzt nach Evershane. Da die Gleise nochmal untersuchen. Watson, Mensch, stehen Sie nicht im Weg. Verdammt nochmal. Evershane. Da, wo die Reise auch angefangen hat. The entire train has disappeared. Habe ich ja schon alles untersucht, ne? Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Dann sehen wir uns auch garantiert im nächsten Video wieder. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und vielleicht lösen wir den Fall im nächsten Video auf. Ich verabschiede mich schon mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, tschüss, euer Nightkid.